Dann sagen Sie Ihrem Sohn, ich habe ein tolles Einwanderungsgesetz gemacht, deshalb habe ich nicht so viel Zeit für dich. Mein Sohn versteht es, glaube ich, eher andersrum. Ich erkläre ihm, dass ich für die innere Sicherheit zuständig bin, mich um Polizei kümmern muss. Und das findet er ziemlich cool. Herzlich willkommen in der HR Wählbar. Wir haben die 6 Spitzenkandidaten zur Landtagswahl hierher eingeladen, weil wir ihnen in der Bar ein bisschen näher kommen wollen, und zwar politisch wie menschlich. Und das Ganze natürlich nicht allzu bierernst. Hallo. Guten Tag, Frau Faeser. Herzlich willkommen in der Wählbar. Hallo, Frau Weinstein. Schön, Sie zu sehen. Bitte schön lächeln. Ja, Frau Faeser, hier ist unser Barkeeper, Bastian Groff. Guten Abend. Ein toller Anzug. Dankeschön. Was darf ich Ihnen denn zu trinken bringen? Ich würde gerne einen Cappuccino nehmen. Wir setzen unsere Gäste gerne vor diesen Spiegel, weil wir so ein bisschen reflektieren wollen über die Persönlichkeit. Und Okay. wenn Sie da so in den Spiegel schauen und sich anschauen, was sehen Sie denn da so? Na, vor allen Dingen die nächste Ministerpräsidentin aus Hessen. Das ist aber selbstbewusst. Ja, mit diesem Anspruch trete ich an. Die SPD soll stärkste Kraft werden in Hessen. Sie sind ja ziemlich neugierig, also auch was die Sicherheit angeht, so IP-Adressen gucken, Chat-Kontrolle und sowas. Was gibt's denn auf Ihrem Handy, was Ihr Mann auf keinen Fall sehen dürfte? Also ich meine auf dem Privathandy. Mein Mann kennt mein Passwort, insofern kann er alles durchgucken. Da bin ich sehr offen. Aber warum hat denn Ihr Mann Ihr Passwort? Haben Sie auch seins? Ja, Gucken Sie bei ihm ins Handy, wenn er schläft? nein. Ich bin Apropos- sicher, er bestätigt das. Apropos Beziehung. 20 Jahre bis zur Hochzeit gewartet. Es prüft sich lang, was sich ewig bindet und so ist weiter. Aber wann lohnt es sich denn mal, besser zu warten, als was zu tun? Vielleicht bei einer Beziehung, wenn man sich vorher ein bisschen prüft und vielleicht durch unterschiedliche Lebensstationen auch geht. Wir haben beispielsweise ja beide das juristische Staatsexamen auch miteinander durchlitten. Wenn man sieht, dass dann auch der Umschwung zu Beruf, zu anderem Alltag, wenn das miteinander gut funktioniert und man irgendwann sagt, hey, wir wollen doch für immer zusammen sein, da gab es nie Zweifel dran, warum nicht auch heiraten? Aber es war dann doch noch am Ende sehr romantisch. Mein Mann hat mir einen Hochzeitsantrag in New York gemacht. Aber jetzt Ihr jetziger Job als Bundesinnenministerin, und wenn Sie Ministerpräsidentin werden sollten, wird es ja auch nicht einfacher. Der verlangt ja einer Familie unheimlich viel ab. Ne? Das stimmt und das macht mein Mann wirklich großartig, das muss ich wirklich sagen. Er kümmert sich um unseren Sohn wirklich großartigst, kann man sich nicht besser vorstellen. Und meine Mutter ist noch da, die unterstützt. Anders würde es, glaube ich, nicht klappen. Und das ist ja nicht nur bei mir so, es gibt ganz, ganz viele Mütter, die viel arbeiten. Ich glaube, es ist wichtig für die Kinder, dass sie merken, wenn es wirklich wichtig ist Mama da. Und darauf kann man, glaube ich, so oder so achten, auch wenn man sehr viel arbeitet. Aber ist es das denn wert? Also was gibt Ihnen in der Politik so viel Befriedigung, dass Sie das alles in Kauf nehmen? Naja, also es ist schon toll, wenn man sieht, was man bewegen kann. Also ich habe jetzt ja sehr, sehr große Gesetzesvorhaben auf den Weg gebracht, ein neues Einwanderungsrecht geschaffen oder die Einigung in Europa für eine gemeinsame Asylpolitik. Das sind ja schon Dinge, wo man sagt, meine Güte, daran konnte ich mitwirken und ich habe meinen kleinen Beitrag dazu geleistet. Dann sagen Sie Ihrem Sohn, ich habe ein tolles Einwanderungsgesetz gemacht, deshalb habe ich nicht so viel Zeit für dich. Mein Sohn versteht es, glaube ich, eher andersrum. Ich erkläre ihm, dass ich für die innere Sicherheit zuständig bin, mich um Polizei kümmern muss und das findet er ziemlich cool. Frau Faeser, zum Kneipenbesuch gehört ja auch ein bisschen was zum Spielen und deshalb haben wir uns gedacht, wir spielen mal Billard mit Ihnen. Ach herrje, jetzt wird's peinlich. Das kommt drauf an. Die Besonderheit, in den Kugeln stecken Sprüche aus den Wahlprogrammen der hessischen Parteien. Oh, das ist ja spannend. Und je nachdem, welche Kugel Sie versenken, darüber wollen wir dann reden. Okay. Bitte schön. Kugeln wollen nicht rein. Ja! Welche So, Nummer ist es? das ist die 13. Wirtschaft gemeinsam mit Unternehmen, Unternehmerinnen sowie dem Staat wollen wir den Standort Hessen zukunftsfähig machen. Dafür stellen wir einen Transformationsfonds zur Verfügung, der den Wandel unserer Wirtschaft aktiv unterstützt. Das könnte aus unserem Wahlprogramm sein, weil wir einen Transformationsfonds gefordert haben. Und die bisherigen Parteien haben es alle abgelehnt, CDU und Grüne. Aber da ein Sternchen drin ist, könnte es auch von den Grünen stammen. Es ist von Ihnen? Ja. Genau. Sehr gut. Die Grünen und die SPD wollen gerne einen Transformationsfonds. Warum eigentlich?
Weil ich glaube, dass die Unternehmerinnen und Unternehmer auf dem Weg jetzt des Wandels auf dem Arbeitsmarkt nicht alleine gelassen dürfen. Die haben große Herausforderungen durch CO2-freies Handeln in der Industrie. Industriestrompreis ist sehr teuer. Sie müssen die Digitalisierung umsetzen und auf diesem Weg, um zukunftsfähig noch Arbeitsplätze in Hessen zu erhalten. Wir wollen, dass Hessen ein großer Industriestandort bleibt und insofern brauchen die Unternehmen auf diesem Weg Unterstützung auch vom Staat. Und ich finde, das ist auch gerechtfertigt, wenn man dafür die Arbeitsplätze erhält. Wird das dann nicht wieder so ein Schattenhaushalt, also wieder so ein Fonds, so was Ausgegliedertes, wo Geld drin ist, was dann an anderer Stelle nicht so richtig auftaucht? Nee, ich bin sicher, dass man für Zukunftsinvestitionen einen Korridor braucht. Ich will die Schuldenbremse einhalten, tue ich ja auch gerade. Wir haben gerade die Einhaltung der Schuldenbremse ja auf der Bundesebene und machen auch alles dafür. Und ich bin auch jemand, der sehr sorgfältig mit Geld umgeht. Aber für Zukunftsinvestitionen, wie zum Beispiel der Wandel auf dem Arbeitsmarkt, brauchen wir die notwendigen Investitionen. Bild. Darf ich Ihnen das geben? Ja, na klar. Klima und Umwelt. Kommunen brauchen die Freiheit, selbst über innerörtliche Tempolimits entscheiden zu können und Geschwindigkeitsmessungen zu verstärken, um mehr Tempo 30 umzusetzen und die Verkehrssicherheit, den Klimaschutz und einen guten Verkehrsfluss für alle Teilnehmenden im Straßenverkehr zu verbessern. Mehr Tempo 30 könnte Grüne sein. Ja, stimmt. Ist aus dem Programm der Grünen. Würden Sie da mitgehen? Ach, finde ich gar nicht so schlecht, den Kommunen auch die Hoheit dort zu übergeben. Die können sicher am besten einschätzen, was sind Schulwege beispielsweise, wo sind Kinder besonders gefährdet. Insofern könnte ich mir sowas durchaus vorstellen. Sehr krass. Wir gucken mal, das ist die 6. Bildung. Wir sind gegen die Verwendung der Gendersprache mit Sonderzeichen an hessischen Schulen und halten uns an die offiziellen Rechtschreibregelungen für alle Schulen, die für alle Schulen alleine maßgeblich sind. Das könnte die CDU sein oder, ja, ich bleibe mal bei der CDU. Stimmt, ist die CDU. Was halten Sie denn von der Gendersprache mit Sternchen, wo man dann eben sagt BürgerInnen statt Bürger und Bürgerinnen? Ich persönlich bin keine große Freundin des Genderns, aber ich finde, das sollte jedem selbst überlassen sein. Also es geht ja beides und ich würde das nicht zu so einem großen Thema machen. Also mir wäre wichtiger, man redet über die Ausstattung der Schulen, macht bessere Schulen, sorgt für mehr Lehrerinnen und Lehrer, als sich über solche Dinge zu unterhalten. Schon seit Jahren heißt es ja, wir wollen neue Lehrer, wir wollen mehr Lehrer, Lehrerinnen haben. Und dann guckt man am Ende auf die Zahlen und denkt sich, ja, also ich meine, es gab ja auch die Pressekonferenz von Herrn Lorz, der gesagt hat, alles prima. Direkt danach hat die SPD eine Pressekonferenz gemacht und hat gesagt, von wegen gar nichts prima. Ist ja auch gar nichts prima, das muss man Aber sagen. wie wird's denn prima? Also es fehlen über Lehrerinnen und Lehrer und ich muss sagen, es ist ein Versäumnis von 25 Jahren. Man hat das absehen können, demografischer Wandel, dass viele in Pension gehen und keine neuen Lehrerinnen und Lehrer nachkommen. Es gibt 2 große Stellschrauben aus meiner Sicht. Wir machen ja einen Vorschlag, 12.500 neue Lehrerinnen und Lehrer. Das setzt sich zusammen aus den 10.000 Vertretungslehrerinnen und Lehrern, die es gerade gibt, denen unbefristete Verträge endlich zu geben. Die haben nämlich alle befristete Verträge, obwohl da sehr qualifizierte Leute dabei sind, Ingenieure, Mathematiker. Und wenn man die entfristet, sind die schon mal dann dauerhaft da. Das wäre die sind ja dann nicht mehr, die sind ja jetzt schon da. Nein, die sind dann, ja, aber die wären dann dauerhaft da. Das sind sie ja jetzt nicht. Und wir wollen zusätzliche Lehrkräfte durch Studienkapazität, Ausweitung. Und das ist wirklich wichtig und einen schnelleren Zugang für Quereinsteiger. Aber gerade was die Quereinsteiger angeht, da gibt's ja ganz viele, die dann sagen, naja, Quereinsteiger ist schön, da hat ein Ingenieur lange im Betriebsleben gestanden, hat sehr viel gelernt, kann den Kindern, kann den Schüler, Schülerinnen was beibringen, aber ist trotzdem nicht pädagogisch ausgebildet, kriegt vielleicht noch mal schnell eine Handreichung mit so, hier ist eine schnelle Einführung, Didaktik für Anfänger und jetzt bitte auf die Kinder. Nee, so machen wir das ja nicht. Sie werden ja noch mal fortgebildet in Pädagogik und das halte ich auch für zwingend, damit man Qualitätsstandards auch halten kann. Also das geht nicht einfach so, dass man sagt, da sind sie prima, alles gut. Und wir kommen jetzt zu unseren Bierdeckelbekenntnissen. Das heißt, 10 Fragen in 60 Sekunden. Ui. Ich stelle Fragen, Sie antworten. Okay. Und wir gucken, was bei rauskommt. Alles klar. Bereit? Bereit. Dann läuft die Zeit jetzt. Welche Superkraft hätten Sie gerne? Oh, ich hätte gerne die Superkraft, dass es Frieden auf der Welt gibt. Was ist Ihr Lieblingsluxus? Lieblingsluxus? Boah, schwierig. Mit Freundinnen ab und zu mal wegzugehen. Was machen Sie ständig, obwohl Sie es gar nicht können?
Das mache ich ständig, obwohl ich es gar nicht kann. Oh, da fällt mir gar nichts ein im Moment. Nicht in der Amtsführung. Das mache ich ständig, was ich nicht kann. Weiß ich nicht, weiter. Was bereuen Sie? Was bereue ich? Ich bereue eigentlich nichts. Man guckt ja manchmal auf so sein Leben zurück und denkt, vielleicht hätte ich einen anderen Weg gehen können. Ich habe damals lange überlegt, ob ich Yoga oder Medizin studiere. Manchmal denke ich, vielleicht hätte ich doch lieber Medizin machen sollen. Glauben Sie an Aliens? Nein. Für welchen Gegenstand haben Sie Gefühle? Für welchen Gegenstand? Mein Handy. Was würden Sie an sich ändern? Ich brauche mehr Gelassenheit manchmal. Und ja, das würde ich an mir ändern. Wann ist Lügen okay? Nie. Was sehen Sie morgens als allererstes? Morgens als allererstes mein Sohn. Worüber lachen Sie? Witze. Können Sie einen erzählen? Nein. Herzlich willkommen an unserer Wählbar Wurlitzer, unsere Jukebox mit den ganz großen Hits. Und Sie können sich gleich einen Hit aussuchen. Okay. Wie sieht's denn musikalisch aus? In welche Richtung gehen Sie denn da, wenn Sie Platten auflegen? Was liegt da zu Hause auf? Also ich höre sehr viel Depeche Mode, gerade zur Zeit. Ich war vor kurzem auf einem Konzert mit meinem Mann und meinem Sohn. Ich nehme jetzt was mich total an meine Kindheit erinnert, weil ich einfach nichts gefunden habe, was ich jetzt so alltäglich hören würde. Und deswegen habe ich mich für ABBA entschieden. Ich habe als Kind gerne dazu gesungen und getanzt und deswegen würde ich das jetzt auch nehmen. Dann bitte den Buchstaben und die Ziffer bitte drücken. Ich glaube, Sie haben sich die einzige Platte ausgesucht, die einen Knacks hat und die nicht über die Anfangsrille hinwegspringen möchte. Dann hätte ich ja Können Glück Sie es gehabt, weil ich singen? nicht singen muss. Nein, kann ich nicht. Super Trooper, beams are gonna find you like I always do. Weiter komme ich nicht. Ich finde, wir sollten doch noch ein anderes Lied probieren. Okay, dann probier es mal mit. A7. Our House von Madness. Genau. Das erinnert mich an meine Jugend. Ah, Sehr gut. Funktioniert. an was genau erinnern Sie das denn in Ihrer Jugend? Also man hat ja oft irgendwie Erinnerungen an Partys oder Ja, an ehrlich bestimmte gesagt Freunde. erinnert es mich an Partys. Man hat ja so in der Jugend, also bei mir war das zumindest so, gerne in den Kellern der Elternhäuser so die ersten Partys gemacht und daran erinnert mich das tatsächlich. Ja. Sind Sie so ein Klammerblues-Liebhaber, so ganz ruhige? Oder eher auch so dieses gechillte, ich bin mit meinem Getränk in der Ecke und guck mal, wie die anderen sich zum Affen machen? Nein, ich glaube, es gab immer eine Kombination aus allem. Manchmal hatte man jemand, für den man geschwärmt hat. Da war der Blues natürlich das Allerbeste und großartig. Und dann war man vielleicht mehr in der cooleren Phase und dachte, an der Theke ein Drink ist auch in Ordnung. Und ich guck mal, wie die anderen sich lächerlich machen. Frau Faeser, jetzt ist es Zeit, mal Farbe zu bekennen. Wir wollen Sie nämlich zu einem Cocktail einladen. Okay. Zu einem Koalitionscocktail. Ui. Ich nehme an, es ist ein bisschen Rot drin, ne? Ich würde mal sagen, es ist sehr viel Rot drin. Das ist Grenadinesirup. Okay. Dann nehme ich noch was Grünes, wahrscheinlich Waldmeister. Es ist Waldmeister. eine Waldmeistermischung, genau. Oh, das reicht, das reicht. Nicht so viel. Nein, nicht so viel. Dann nehmen wir noch ein bisschen Gelb. Noch ein bisschen Gelb dazu. Also eine Ampelkoalition, so wie in Berlin. Glauben Sie, die schmeckt den Wählern? Ich glaube schon. Ich glaube, dass viele Wählerinnen und Wähler auch nach Rheinland-Pfalz gucken. Das ist nah dran. Da gibt es eine Ampel, die schon ziemlich lange sehr gut regiert. Und ich glaube auch, dass wir darüber reden müssen, dass die Ampel in Berlin schon sehr viele wertvolle Gesetze auf den Weg gebracht haben. Wir haben letztes Jahr in 8 Monaten die Energiesicherheit in Deutschland gerettet, weil Putin den Gashahn abgedreht hat. Wir haben ein großartiges Einwanderungsgesetz auf den Weg gebracht. Wir haben jetzt für die Entlastung der Wirtschaft Hilfen beschlossen, die den Menschen helfen werden, dass es Arbeitsplätze auch in der Zukunft in Deutschland gibt. Insofern, ich glaube schon, dass es den Wählerinnen und Wählern auch schmeckt. Aber die meisten verbinden die Ampel in Berlin eher mit Streit. Mit einem misslungenen Heizungsgesetz, mit dem Streit um die Kindergrundsicherung. Also den besten Eindruck haben die meisten Leute ja nicht davon, was sie da in Berlin so treiben. Ich glaube, es war nicht hilfreich, manchen Streit öffentlich auszutragen. Bei vielen Dingen haben wir es aber nicht getan. Ich glaube, wir müssen viel mehr darüber reden, wo wir eben ohne Streit Dinge auf den Weg gebracht haben. Sei es beim Einwanderungsrecht, sei es bei der neuen Energieversorgung. Die Farben verhalten sich da ja jetzt recht friedlich. Warum würde es in Hessen streitfreier zugehen als in Berlin bei einer Ampel?
Ich bin sicher, dass sich alle Koalitionspartner hier in Hessen darauf verständigen könnten, eine zukunftsfähige Koalition auf den Weg zu bringen, gemeinsam getragen von dem Willen, progressive Politik umzusetzen. Das klappt in dieser Konstellation am besten. Manche Dinge gehen nur in dieser Konstellation, Fachkräfteeinwanderung zum Beispiel. Und deswegen glaube ich, dass es gut funktionieren würde, auch wenn ich mir die handelnden Personen angucke, mit denen ich ja auch schon sehr lange gearbeitet habe. Aber ich kann mir natürlich auch andere Konstellationen vorstellen. Wie würden Sie den Cocktail denn benennen? Ampel ist ja schon vergeben. Wieso ist Ampel schon fertig? Das haben wir in Berlin. Was kriegen wir denn? Eine progressive Koalition. Ja, dann trinken Sie die mal aus, die progressive Koalition. Das mache ich. Dankeschön. Zum Wohl. Zum Wohl. Schmeckt auch lecker. Ja, vielen Dank, dass Sie bei uns waren in der Wählbar, Frau Faeser. Vielen Dank für die Einladung. Es war sehr nett mit Ihnen. Dankeschön, ebenfalls. Hallo, guten Tag. Ja, ziehen wir die Jacke aus, das können Sie gerne machen.